Berge kenne ich nicht. Wie ist die Schaltung? Passt? Passt nicht. Na, ich dachte eigentlich, ich krieg das alles gut hin. Das ist Julius, ich bin Mario. Wir sind hier in Elend und fahren jetzt zweimal auf den Brocken. Ja, mit unseren beiden Rennrädern. Meins kommt ja aus dem Odenwald, ist ziemlich berggängig mit 35/40 hinten. Und Julius hat hier seinen neuen schicken Renner. Eher ein Hamburger Rennrad, also eher flach. Mit einer 32/29 Übersetzung. Und ich bin gespannt, wie ich da mit dem Berg hochkomme. Ja. Also wir fahren jetzt zweimal rauf. Einmal bergfähig, einmal nicht bergfähig. Erstes Mal wird wahrscheinlich noch okay. Zweites Mal wird vielleicht Ein bisschen anstrengend. Ja, wir wissen es noch nicht. Wir gucken. Wir lassen uns überraschen. Wir fahren jetzt erstmal los. Auf geht's. Wir starten hier unten in Elend und der Brocken liegt hier oben. Die ersten 2 Kilometer geht es mit 6 bis 7% rauf und rund um Schierke ist es ziemlich flach. Ab diesem roten Strich ist die Straße für den öffentlichen Verkehr gesperrt und der restliche Anstieg beginnt. Wobei der letzte Kilometer der schwerste ist. Insgesamt ist der Anstieg 14,4 Kilometer lang und es geht 648 Meter rauf. Das sind durchschnittlich 4,3%. Das Ganze zweimal, ja, und wir fahren dann schön in den Abend rein und kommen vielleicht noch in den Sonnenuntergang. Oben auf dem Harz. Oben auf dem Harz. Nochmal. Du Harzer Rolle. Oben auf der Harzer Rolle. Nein, oben auf dem Brocken, da fahren wir hoch. Oben auf dem Brocken liegt Schnee. Wir sind gespannt. Julius ist jetzt auf dem kleinsten Gang. Ich habe noch 2 weitere, aber der, in dem ich jetzt bin, der entspricht auch Julius seinem Gang. Dann ist es schon mal vergleichbar. 10% Neigung. Passt bis jetzt. Bis jetzt sieht's gut aus. Mal schauen. Julius, du hast ja die neue Campagnolo Wireless, ne? Ja. Ja, schön. Soweit ich weiß, gibt es vorne 3 Kurbelgarnituren 3, ja genau. und hinten auch 3 Kassetten, Genau. ne? Ja, genau so ist es. Du hattest jeweils zuerst was? Ich hatte die mittlere Kurbel vorne. Halt bei meiner 32/48. Und dann gibt es halt noch einen kleineren und eine größere. Die Ziele davon weiß ich gerade nicht ganz genau. Und hinten gibt es auch 3. Da habe ich jetzt gestern die größere raufgezogen. Ja, die 29er. Und ja, ich würde mir noch einen kleinen Rang wünschen. Also ich würde sagen, wir versuchen natürlich schon einigermaßen zügig hochzufahren, aber auch dennoch ein bisschen haushaltend. Ja, der April 2024 war ziemlich durchwachsen. Jetzt ist der 26.04. Vor ein paar Tagen hat es hier noch geschneit. Wir sind jetzt hier irgendwie auf 600 Metern, glaube ich. 13 Grad aktuell und wir kommen hoch auf irgendwas mit 1100. Ja. Wir sind, ja, aber gerade ist noch warm. Bergauf ist ja immer warm. Mal gucken, wie eisig das da ist, wie der Wind auch geht. Aber eigentlich schon krass. In meiner, wenn ich auf die vorne auf die kleinere Kurbelgarnitur gehen würde, würde ich auf eine 1,0 Ja. Übersetzung kommen. Und du bist bei einer, was ist der? 0,8? Ich habe 0,875. 0,875. Also ich finde schon krass, dass ich standardmäßig mit dem Camper nur auf eine 1,0 komme. Ja, Und nee, nicht ja. Untersetzung. Also vorher war ich mit da hinten mit der kleineren Kassette, ich glaube bei einer 1,9 Übersetzung. Jetzt mit der Nee, 1,2. 1,9, jetzt aufgrund 1,2, genau. Ja, ja 1,19 meinst du? 1,1. Jetzt für 300 € hinten, neue Kassette drauf, habe ich 10% bessere Übersetzung. Ja. Aber um eine ganze Kurbel, also eine Kurbel vorne neu zu machen, lege ich halt 600 € auf den Tisch. So, das ist halt das Ding. Aber ich dachte 1000 wären das. Okay. Ja, oder? Also beides zusammen, ungefähr Ja, ist die, 1000. ja. Nur die Kurbel vorne, glaube ich, 600. Ah, okay. Ja. Wo bist du überhaupt? Ich weiß nicht, wir fahren ja einfach mal. Passt schon. Hauptstraße. Auf jeden Fall Ende vom Lied ist, weil ich sagen wollte, dass ich für die letzten 10% Ja. nochmal ordentlich Geld auf den Tisch lege, damit ich da vernünftig die Berge hochkomme. Was ich recht ordentlich finde. Ja. Also von daher an die Zuschauer, falls ihr Tipps habt,
was ich sonst noch machen kann, um mein Rennrad etwas bergfähiger zu machen, ohne dafür ein halbes Vermögen auszugeben, let me know. Danke. Also ich fand es ja auch bemerkenswert, also auf der Homepage stand, welche Größe die Kurbelgarnitur hat. Aber es gab keine Informationen zur Kassette hinten. Wäre zumindest gut, wenn man das auswählen könnte in der Bestellung. Ja, Ne? eigentlich schon. Es gibt 3 Ja. Kurbelgarnituren, 3 Kassetten. Ich möchte jeweils die Größe, mittlere oder kleinste Ja, genau. haben. Keine Chance. Ja. Ja, und da macht halt Canyon einfach standardmäßig die Mitte, anscheinend wohl. Und Ja. da muss man selbst nachrüsten. Ab hier kein öffentlicher Verkehr mehr. So, wir haben jetzt Schierke verlassen und ja, viel Totbaumbestand. Das ist Wahnsinn, wie sehr man hier, ich war ja das letzte Mal im Harz, keine Ahnung wann, ich weiß nicht, ob das letzte Mal hier war, aber wie sehr man hier sieht, Ich war noch das nie hier. Waldsterben. Du warst noch nie hier? Nee. Ach, ich komme aus Bremen ursprünglich. Das gehört zum guten Ton, mit der Familie einen Ausflug auf den Brocken zu machen. Okay. Das muss man machen. Ist da vorne die Spitze, ist das da? Also, Keine Ahnung, oder? ich bin mal auf dem Brocken gewesen, aber kein Experte. Könnte sein, weiß ich aber nicht. Ja, das hier ist jetzt der verbleibende Anstieg, 7,3 noch, 400 Höhenmeter, 6% im Schnitt. Hier verläuft die Bahn her. Schlupp. Jetzt gerade sind wir bei einem entspannter 3% Neigung. Das geht. Und gleich wird es ja mal schön rot. Oder zumindest hellrot. Und ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss wird sich zeigen, ob ich mit meiner Übersetzung klarkommen werde oder nicht. Hier liegt noch ordentlich Schnee am Rand. 10% gerade. Und ich mach's mit Julius im gleichen Gang. Jo, der Schweiß läuft jetzt. 920 Meter. Restanstieg 220 Meter. Berge kenne ich nicht. Bei uns in Hamburg, das ist Gegenwind, der Berg, aber einfach so einen Berg hocheiern habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ja. Ja. Gab gerade mal einen kurzen Anflug von Seitenstechen. Aber das Gute beim Anstieg ist ja, irgendwann ist er vorbei. Gegenwind im Zweifel nicht. Scheiße. So, Endspurt. Noch 2 Kilometer bis zur Spitze. Und jetzt kommt noch mal ein ganz gemeines Stück Anstieg. There we go. Dunkelrot geht's da hoch. Ja, 3 dürft ihr raten. Ja, ich habe keinen Bock drauf, aber schauen wir mal. Das wird schon werden. Immer gut gelaunt bleiben. Das Wichtigste. Und der Mario, der zieht davon. Der hat ja ein paar kleinere Gänge. Aber Hand aufs Herz. Bei mir scheitert es auch nicht, aber nicht unbedingt an den kleinen Gängen. Da spielt auch sehr viel Fitness mit rein. Und da arbeiten wir auch dran. Ja, die letzten 1,25 Kilometer. Der Junge kämpft. Irgendwelche Gefühle für die Kamera? So, letzten 900 Meter, 70 Höhenmeter, ne 61, 7% im Schnitt. Wie ist die Schaltung? Passt? Passt nicht. Ja, kaum beißen. Sind gleich oben.
Ein paar Sekunden später. So, wir rollen wieder. Jetzt wird es aber ein bisschen flacher. Gut. Ja, bewölkt ist es. So Sonne wäre schön, aber Hauptsache ist trocken. Fahrbahn ist echt gut. Habe jetzt auch keine großen Schlaglöcher gesehen auf dem Weg rauf, die relevant wären für die Abfahrt gleich. Aber vielleicht sehen wir das auf der Abfahrt anders. Lächeln. Ah, wir sind da, wir sind da. Jawohl. Ja, was ein Ausblick. Es ist windig. Jawohl. Gut. Wo muss man jetzt hin? Ist das da oder was? Ja. Einmal schieben, würde ich sagen. Ja, schieben wir mal. Wir können uns hier oben eigentlich auch die Jacke anziehen, oder? Ja, ich schon. Die Winterjacke, ja. Das haben wir da irgendwo kurz mal Hallo, kannst du im Windschatten. Ja. Ich dachte eigentlich, dass ich mit meiner 1,1 eigentlich gut dastehe, ohne jemals einen Berg gefahren zu sein. Das ist natürlich auch ein bisschen überheblich gewesen, aber na, ich dachte eigentlich, ich krieg das alles gut hin. Aber trotzdem, mit der 1,1 ohne Training hier hoch, hat mich gefordert. Ja, aber hast du geschafft? Ich habe es geschafft, ja, schon, aber... Wie schnell war das jetzt eigentlich ungefähr? Ja, Stunde 10. Stunde 10, also genau eigentlich das, was so Komoot angegeben hat. Komoot Ohne groß zu rasen, mit Filmen. Ja. passt eigentlich, ne? Ja. Ist okay, ja klar. Nur anstrengend. Aber jetzt dürfen wir jetzt gar nicht da hinten hinlaufen, weil wir waren noch nicht auf dem Brocken. Wir müssen runterfahren, um dann nochmal hoch, um dann erst dahin. Genau so ist gemacht, oder? Ja, machen wir so, oder? Ja. Sonst... Motivation sieht anders aus. Nein, das bringt Motivation. Ja. Ich glaube auch. Noch einmal runter, nochmal hoch. Und dann... wir hin. Ja. Spätestens dann werde ich kotzen. Läuft. Okay, so wir ziehen uns jetzt dann die Wintersachen an, Winterjacke und fahren runter. Ja. Wir überlegen noch mal, ob wir es wirklich so machen. Also wir gehen jetzt da doch mal hin, aber wir müssen gehen, weil ja, scheiße. Also fahren geht nicht. Moin. Moin. Mir ist auch hier. Tada. Tada. Gut. Was sagst du? Ein Kommentar? Ja, gut. Was sagst du zur Aussicht? Imposant, könnte ein bisschen schöner sein, aber es ist windig, ne? Ich glaube, so die Standardaussage zum Brocken. Ja. Ist imposant, ja, könnte aber ein bisschen schöner sein. Ja gut, ich könnte jetzt auch sagen, wunderschöne Palmen, ne? Aber das ist ja einfach gelogen. Ne? Dann geht es jetzt auf die Abfahrt. Die Bremsen sind durch den Schnee nass geworden und Julius musste erstmal ein bisschen auf mich warten, denn meine Glieds waren vereist und ich konnte erstmal nicht einklicken. So, okay. Moin.
Gut, wir sind wieder am Checkpoint. Kurz Jacke ausziehen und dann geht's rauf. Genau. Schon, Wie lange haben wir jetzt runtergebraucht? Viertelstunde? Ja. Jetzt ist allerdings schon irgendwie, was war's? Halb 7, ne? Ja. Das ist jetzt 18:34. Ja, nochmal hoch, eine Stunde 15, dann ist es 20 vor 8. Dann wieder runter, dann wieder hoch nach Braunlage. Oh, ich glaube, und dann ab ins Bett. Ja. Vielleicht vorher noch eine Pizza. Vielleicht vorher noch eine Pizza, genau. Hallo, Julius, ihr lebt noch. auf geht's. Auf geht's. Oder wieder. Auch ein zweites Mal. Ja, ich meine, das erste Mal war schon einfach nicht schon beschissen genug. Also, warum nicht einfach noch ein zweites Mal sich das gleich nochmal anziehen? Jo. Auf geht's. Ja, wir haben gerade ordentlich reingetreten am Anfang. Da wurden die Muskeln schon sauer. Ein bisschen gedrosselt mal. Und? Wie fühlst du dich? Toll, ganz toll. Das könnte nicht schöner sein. Wenn man hier unten fährt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass da oben so ein Wind geht, weil hier ist gerade ziemlich windstill. Ja, da oben gibt es halt nichts. Keine Bäume, freier Flur. Ja, die Hälfte vom zweiten Anstieg haben wir jetzt, 7,7 noch ungefähr, 450 Meter hoch, sind gerade auf 700. Es ist ruhig, kaum einer da, nur wir. Meine Muskeln sagen gerade nein, aber mein Humor sagt immer noch ja. Da muss man auch schon ein bisschen einen Marmit haben für sowas, ne? Ja, hat er. Übrigens, Mario, vorne ist der Brocken. Naja, Ach, ist das schön. Spürt man sich mal wieder. so spürst du dich auch gar nicht, ne? Ja, Ja, du nee, Schluck in der Kurve. da spürt man sich mal wieder. Und an der Stelle gehen ganz liebe Grüße raus an Riekje. Da spürt man sich mal wieder. Das ist meine Freundin. Gut. Scheint ein Insider zu sein, oder? Ja, ja. Müssen wir euch ins Video packen. Können wir weglassen. Nee, ist doch okay. Sie wird's verstehen. So, zweiter Anstieg. Es läuft so langsam. Hier kommt so ein kleines flaches Stück. Deswegen kann ich mal ein bisschen was reden. Wir sind eben gerade an der Eisenbahnschiene entlang gefahren mit der Eisenbahn, die hoch auf den Brocken fährt. Und ich komme aus Bremen. Und mit meiner Familie gab es immer die Diskussion rund um, fährt man mit der Eisenbahn hoch und wandert dann runter oder wandert man hoch und fährt dann mit der Eisenbahn wieder runter. Die Diskussion gab es immer und daran musste ich gerade denken. Und ich fand eigentlich immer hochwandern und runterfahren irgendwie besser. Und ja, und jetzt mal auf dem Rad beides einfach. Passt auch in Ordnung. Ja, runterwandern ist ja auch anstrengender, weil du immer diese stauchende Bewegung hast, ne, nach unten. Ja, Kann halt ziemlich Also- ermüdend sein, glaube ich. ja, ganz grundsätzlich wandere ich. Dieses Abstoppen hast. Ja, genau, also ganz grundsätzlich muss ich dazu sagen, ich wandere auch sehr, sehr gerne. Und ich muss dazu sagen, bergab kann schon echt auch anstrengend sein, gerade für die Knie. Ich bin vor ein paar Jahren den Cape Wrath Trail gewandert und da zum Schluss konnte ich nicht mehr bergab wandern. Berghoch ging auch super, aber bergab ging nicht mehr, weil meine Knie weh taten. Die Knie machen immer nicht mehr mit. Tief atmen. Aber ich spiele noch eine Runde Yoga, ein paar Atemübungen. Ja, du, können wir machen. Mit einer Luftröhre. Ich bin mal gespannt, wo wir in Braunlage Pizza herbekommen nachher. Ja. Ich hoffe im Hotel selbst, dass wir einfach sagen müssen, Buongiorno Porno, wir hätten ganz gerne zweimal Pizza, aber aufs Zimmer. Ja. Ja, 121. 121, ab dafür. Ja, ich bin jetzt auch wieder im Juliusgang. Schon ordentlich Druck auf der Pedale.
Kein Kommentar. Muss ja fast in Wiegetritte. Ja, jetzt wird's kritisch. Ich muss auch die Kamera einpacken. Ein paar Sekunden später. Oberschenkelmuskulatur macht gerade zu. Herzlichen Glückwunsch. Krämpfe genau hier. Hier vorne drin. Naja. Ja, denen, also, komm her. Ja, mach ich. Ja, ja, alles gut. Mach ich. Komm, ich heb's dir hoch. Nicht massieren, dehnen. Am Kopf. Ja, alles gut. Kurz noch ein bisschen Flüssigkeit. Jo. Möp. Ich gehe ja mit Ricky gemeinsam im Mai ein bisschen wandern. Da sind wir in Irland auf dem Biara Way. 120 Kilometer, ne, oder 120 bis 150, keine Ahnung. Und da wird erstmal schön einer weggewandert. Weil sie ja beim Wandern mag. Das ist so ein bisschen entspannter und ruhiger. Sie mag auch wandern. Ja, es ist nicht nur meine Idee. Okay. Das ist, dass ich, also es ist, ja okay, ich bin ein bisschen der Antreiber an der Stelle, aber wir mögen das beide sehr gerne. Mit dem Rucksack, alles was man braucht zum Leben, einfach hinten drin. So, Essen, Kocher, Zelt, Isomatte, Schlafsack und ab in die Natur, da wo kein anderer ist. Genau, das machen wir im Mai und da erhoffe ich mir noch ein paar zusätzliche Fitnesspunkte. Genau, aber wir wollen jetzt auf den Brocken. Wir sind jetzt nicht in Irland, auch nicht in Schottland. Wir sind auf dem Brocken im Harz. Und da wollen wir hoch jetzt, oder? Habe ich gehört. Ja, mach du mal den Anfang. Danke, Mario. Du wolltest ja auch ein Bootcamp, ne? So hattest du das gesagt. Hier, im Ja, Harz. ja. Naja, das Ding ist halt, ich bin da total unerfahren, was Höhenmeter betrifft. So, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, was für eine Steigung ich schaffe, also wie viel Höhenmeter an einem Tag und sowas. Keine Ahnung von. Deswegen, ich brauche das hier einfach, damit ich mir so ein bisschen Realität mal in mein ganzes Training bekomme. So, ne? Damit man sich mal wieder spürt. Damit man sich mal wieder spürt, genau. Ja. Siehst du? Ja, dann. Ich spüre mich hier gerade, aber richtig doll. Ja. So. Okay. Gerade voraus ist der Brocken nochmal. Da ist der Zug. Und wieder der letzte Kilometer. Schmerz vergeht, Internetvideos bleiben für immer. Ja. Mach ich immer gerade, du Fischbrötchen. Wir gönnen uns mal kurz eine Minute. Ja, das ist schön. Julius muss sich gerade, glaube ich, irgendwie ablenken. Ist das schön, du? Schön! Schön, 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 schön. Schön, wenn kein Krampf kommt, oder was? Solange kein Kampf kommt, ist schön. Ja. Und die Beine machen zu. Schlangenlinien.
Die Kuppe. 10 Meter noch. Oh, wow. Ist das nicht toll? Wow, ist das schön. Fahrradfahrer von hinten. Fahrradfahrer von hinten. Dankeschön. Danke. Fahrradfahrer von hinten. Fahrradfahrer von hinten. Jawohl. Mit der Menschentraube hier. Ja, voll geschafft, ne? Brocken der zweite. Ja. Ich kann nicht mal gerade stehen, weil wenn ich so stehe, ist krampfig. Okay. Ja. Also, Alles gut. jetzt geht's gut. Stimmung ist gut. Wir ziehen uns warm an. Julius hat einen Krampf. Ich kann nicht hoch, ich kann nicht runter. Beides krampf. So, ich dachte, du willst jetzt Skispringen. Nee. Krampf nur. Das ist alles. Oh. Das Ding ist, ich kann mich halt nicht dahin lehnen, dann krampft es hier. Erzähl uns mehr. Ja. Schicker Hintern, Julius. Wo seid ihr losgeforscht? Sie sind jetzt zweimal rauf. Elend, aber wieder das ist jetzt das zweite Mal schon. Oh. Ja. Jetzt reicht's auch. Krampf. Kein Motor, ne? Nee. Also alles hier ist der Motor. Ja. Normal, dann passiert das nicht. Da rein ins Warme. Ja, dann schieben wir es. Wir haben uns dann in diesen Vorraum gerettet und für die Abfahrt wärmer angezogen. Jo, dann lass es uns tun. In diesem Video ging es darum zu zeigen, wie wichtig die richtige Abstufung bei der Schaltung ist, und das Fazit überlasse ich dem Hauptprotagonisten des Videos. Julius hat sein Fazit ein paar Tage später in Hamburg eingesprochen und mir als Sprachnachricht geschickt. Ich verabschiede mich dann schon jetzt, und während hier die Abfahrt läuft, spiele ich die Sprachnachricht einfach ein. Mein Fazit von dem Wochenende ist, dass ich super viel Spaß hatte, die Tour zu machen mit Mario gemeinsam. Es hat sehr viel Spaß gemacht, zweimal den Brocken hoch zu gurken und wieder runter zu heizen. Weiß aber auch, dass ich noch ein paar Baustellen habe bei meinem Rennradfahren, an denen ich auf jeden Fall arbeiten muss. Punkt 1, ja, ich brauche auf jeden Fall einen kleineren Gang, damit das Rennradfahren auch dann noch in den Bergen Spaß macht. Aber ich weiß aber auch, dass ich natürlich mit meinem Rennrad einen Hightech-Flitzer habe mit einer super tollen Schaltgruppe drauf, wo jeder andere Rennradfahrer, der fitter ist und schon mehr Stunden im Sattel verbracht hat als ich, sich riesig darüber freuen würde, dass er diese Übersetzung hat und dass er genau das Rennrad hat und würde wahrscheinlich damit die Berge hochjagen wie kein anderer. Da weiß ich natürlich auch, ich muss auf jeden Fall weiter an meiner Fitness arbeiten. Ich muss auf jeden Fall weiter daran arbeiten, besser die Berge hochzukommen, und kann einfach nicht erwarten, ich setze mich auf ein Rennrad und fahre das erste Mal damit in die Berge und kann nicht erwarten, dass ich dann auf jeden Fall jeden einzelnen Berg ganz entspannt hochkomme. Ich weiß auch natürlich, dass ich nicht die Erfahrung mitbringe wie andere Rennradfahrer, die solche Touren jedes Wochenende fahren und seit dem 16. Lebensjahr das fahren. Ich bin jetzt gerade Neueinsteiger in dem Ganzen und würde es auch dann als solches auch behandeln. Ich kann inzwischen Rückmeldung geben. Ich habe mich schlau gemacht, ein bisschen über die technischen Voraussetzungen, die es bedarf, damit ich meine Rennrad ein bisschen modifizieren kann. Was ich ja schon gesagt habe, dass ich hinten auf der Kassette, auf der schon größten Kassette bin mit den 2910. Und meine große Sorge war ja, oh Hilfe, ich muss vorne die ganze Kurbel austauschen, damit ich da auf die kleineren Kettenblätter komme. Habe jetzt aber herausgefunden, dank des Rennradforums habe ich herausgefunden, dass ich vorne die einzelnen Kettenblätter kann ich einzeln austauschen. So, damit muss ich mich demnächst mal auseinandersetzen und werde das mal den nächsten Angriff nehmen. Und dann komme ich damit auf eine 1,0
Übersetzung. Bedeutet, für mich ist es damit auch schon wieder viel geschafft. 10% Leistungseinsparung und kann dann vielleicht ein bisschen entspannter, nicht groß mehr aus der Kraft heraus, sondern wirklich aus der Trittfrequenz heraus die Berge hochpedalieren und ein bisschen besser vom Fleck kommen damit. Ansonsten, ich würde es auf jeden Fall jederzeit wieder machen mit Mario. Hat Spaß gemacht und freue mich jetzt auf den Sommer und freue mich jetzt darauf, dass ich ein bisschen mehr bei Sonnenschein und nicht bei Schnee auch vielleicht mal 1, 2 Berge hoch und wieder runterfahren kann. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.